Fallen Ihnen Widerstandsbewegungen oder besondere Kämpferinnen oder Gemeinschaften der Sintize und Romnia ein, von denen Sie uns erzählen können? Lass mich euch von Rukeli Trollman erzählen. Er war der erschlagene Boxer. Im Alter von 8 Jahren beginnt Johann mit dem Boxen. Er merkt, dass er es besser kann als die anderen. Von anderen Boxern wird er anerkannt. Jeder weiß, dass er ein Stentor ist. Nicht alles, was Rukeli im Ring macht, gefällt seinem Trainer. Seine Titel aber mögen sie. Von 1925 bis 1928 ist Rukeli hannoverscher Meister der Amateure. Eine lokale Berühmtheit. Rukeli macht keine Berufsausbildung, er ist sich sicher, dass er mit Boxen seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Für die Olympischen Spiele 1928 in Amsterdam wird er nicht nominiert, obwohl er der beste Amateur-Mittelgewichtler Deutschlands ist. Rukeli ist erfolgreich, das Publikum feiert ihn. Er verdient bis zu 2500 Reichsmark pro Kampf. Er boxt in Hamburg in der Flora, im Ruhrgebiet, in Berlin, in Hannover. Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler Reichskanzler. Nun ist ein Titel vakant. Als Kandidaten werden zugelassen Adolf Witt aus Kiel, Helmut Hartkopf aus Berlin und Johann Trollman aus Hannover. Witt boxt unentschieden gegen Hartkopf und soll dann verhindern, dass der Zigeuner deutscher Meister wird. Der einzige Titelkampf Trollmanns findet am 9. Juni 1933 in der Bockbierbrauerei in der Fibicini-Straße in Tempeldorfer Berg in Berlin statt. Er endet in einem Tumult. Trotz klarer Überlegenheit. Trollmanns Urteil nach 12 Runden ohne Entscheidung. Der Sportausschuss Engelt und Britenstädter überstimmen Radam, ein Blick auf den Punktzettel genügt. Trollman wird zum Sieger und Meister erklärt und bekommt den Lorbeerkranz umgehängt. Der Titel wird ihm eine Woche nach dem Kampf unter fadenscheinigen Gründen aberkannt. Die Ideologie der Nationalsozialisten kann die Überlegenheit eines nicht-arischen Boxers nicht akzeptieren. Der für den 21. Juli 1933 angesetzte Wiederholungskampf gegen den Weltergewichtler Gustav Eder wird zu einem erzwungenen Abschied und zur Farce. Trollman wird vom Verband untersagt, in seinem gewohnt tänzelnden, leichtfüßigen Stil zu boxen. Angesichts der Ausweglosigkeit der Situation steigt er mit blondierten Haaren und weiß gepuderten Körper in den Ring. Breitbeinig stellt er sich den Schlägern Eders. In der 5. Runde bricht er zusammen. Seine Karriere als Berufsboxer ist beendet. Stigmatisiert und entrechtet verliert er schrittweise seine Existenzgrundlage. Wird 1938 verhaftet und später zur Wehrmacht eingezogen. Anfang 1942 wurde er ins KZ Neuengamme eingeliefert, wo er schwerste Arbeiten verrichten musste. Berichten zufolge begannen SS-Männer ein grausames Spiel. Wenn sie sich langweilten, zogen sie Johann Trollman Boxhandschuhe an, krempelten ihre Ärmel hoch und forderten ihn auf: Los Zigeuner, wehr dich! Wer gerade Lust hatte, prügelte er auf den erschöpften und ausgemergelten Mann ein. Damit dieses Spiel möglichst lange dauern konnte, habe er für jeden erlittenen K.O. eine extra Ration Lebensmittel erhalten. Laut Eintragung im Totenbuch starb Johann Trollman 5 Monate nach seiner Ankunft im KZ Neuengamme, am 9. Februar 1943. Anderen Angaben zufolge wurde er jedoch vermutlich unter falschen Namen ins Außenlager Wittenberge überstellt, wo ein Capo, ein Häftling, der mit einer Lagerleitung zusammenarbeitete und eine Aufsichtsaufgaben hatte, ihn 1944 aus Rache für einen verlorenen Boxkampf, zu dem er Trollman herausgefordert hatte, erschlagen haben soll. Der Text wurde mit freundlicher Genehmigung der Bewegung nur aus der Publikation 9841 Denkmal für Rukeli Trollman vorgetragen.